Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Arise. In diesem Video, in dem wir vielleicht endlich erfahren werden, was Alphen genau ist, nachdem in der letzten Folge seine Eisenmaske vollends zerbrochen ist, als er diesen Konflikt mit Volren hatte. Interessant war auch dieses Icon, was in seinem Auge steckte, und ich denke, das wird noch später eine besondere Rolle spielen. Was haben wir denn hier? Informationsterminal. Astralenergieaufladung fast abgeschlossen. Ausgabe stabil, stehe bereit. Okay. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Es ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein renäisches Schiff. Auf jeden Fall wahrscheinlich. Ja. Die Jungfer behält die Dinge unter Kontrolle. Achte du einfach darauf, während der Zeremonie nicht die Konzentration zu verlieren. Wenn du deine Heimat hier wiedersehen willst, musst du hier gute Arbeit leisten. 1, 2, 7, 3. Okay. Die Jungfer. Die Jungfer. Ich war ehrlich gesagt ziemlich nervös, wenn es mit dir nicht geklappt hätte. Wer weiß, was wir getan hätten. Das ist schließlich das erste Mal, dass wir einen Herrscher und eine Jungfer für die Zeremonie beisammen haben. Aber zu sehen, wie du es bisher geschafft hast, hat meine Ängste verstummen lassen. Ein Herrscher und eine Jungfer? Was bedeutet das denn überhaupt alles? Ist das das Testsubjekt? Wow, er sieht genauso aus wie wir. Äußerlich vielleicht. Im Inneren ist er genauso unzivilisiert wie der Rest von ihnen. Du hast hoffentlich meine Warnung vorher nicht vergessen. Nein, das Testsubjekt keinesfalls anfassen, richtig? Ah, okay. Also, Alphen ist definitiv ein Danäer, aber sie haben versucht, aus einem Danäer einen Renäer zu machen. Ist es das? Papi ist in letzter Zeit nicht mehr nach Hause gekommen, also wollte ich ihn besuchen. Aber sie lassen mich nicht weiter vor. Das ist nicht fair. Ich hoffe, er ist mit der Arbeit bald fertig, damit ich ihn sehen kann. Das hoffe ich auch bald. Das wäre sonst schlimm. Wenn ich mir die Statistiken so ansehe, scheint jetzt das biologische Geschlecht eines Subjekts fast keinerlei Auswirkungen auf den Erfolg zu haben. Okay, verstehe. Ein danäisches Testsubjekt als unser Herrscher? Ich erwarte, dass du deine Funktion erfüllst, ohne auseinanderzufallen wie die anderen, klar? Aber warum wollen sie denn künstliche Herrscher herstellen? Vielleicht haben sie keinen Bock mehr auf den Thronkampf. Der schwächt sie ja nur selbst eigentlich. Der Ernte, der nach Dana gesandt wurde, funktioniert wie vorgesehen. Er sammelt Astralenergie und schickt sie nach Lenegis. Ich habe viele lange Tage die Dinge im Auge behalten. Aber bald ist die Arbeit endlich vorbei und ich kann wieder bei meiner Tochter sein. Das ist der Papa von der eben. Hier liegen überall verschiedene Testsubjekte, aber das hat wohl mit denen nicht geklappt. Noch einer beißt ins Gras. Denk dran, 1, 2, 7, 3. Du bist unsere einzige Erfolgsgeschichte. Lass auf keinen Fall zu, dass unsere harte Arbeit und Forschung umsonst war. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, dich Herrscher zu nennen. Letztendlich bist du nicht mehr als ein Testsubjekt. Dein einziger Wert liegt in deiner körperlichen Eignung für die anstehende Aufgabe. Deine Gedanken und Gefühle sind irrelevant. Okay, wir sind Herrscher? Gibt es diesen Thronkampf gerade vielleicht nur, weil wir dann am Ende doch kein Herrscher waren? Ach, du bist es, 1, 2, 7, 3, oder sollte ich sagen, Herrscher? Du verstehst nicht, wie viel Zeit und Mühe wir investierten, um dich als unseren einzigen Erfolg zu erzeugen. Wir können nicht riskieren, dass du in dieser Phase durch eine Verletzung ausfällst. As usual, nobody wants to explain anything to me. They just threaten and harass me instead. What does everyone think I am? Some sort of talking pet? They're the ones that dragged me all the way up here in the first place. Bastards. I shouldn't have bothered coming out. Might as well head back to my room. Das da hinten ist die Jungfer, oder? Die hat Ähnlichkeit mit Shionne. Es ist Zeit, Alphen. Es ist also endlich soweit, hä? Ja, wir müssen unsere Bekleidung anlegen und uns dann am Übertragungsgerät treffen.
Wenn das alles vorbei ist, kannst du endlich nach Hause zurückkehren. Darauf hoffe ich. Tut mir leid, dass ich dich in all das hineingezogen habe. Es ist nicht deine Schuld. Tun wir einfach, was wir tun müssen und bringen wir es hinter uns. Stimmt. Wer ist sie? Und was genau ist das alles hier? I just wanted to go back. To Dana. To my home. Alphen. Leori. Alphen. Live for me. No. Leori. No! Von ihr hat er die Eisenmaske. Wait, please. Wait, What was that? That... How long ago was that? That's right. Shionne. Oh, right. That's what pain felt like. So much for it all being a bad dream. Where am I? Where is everyone? Oh nein. I need to find them. Better start looking. Wir haben jetzt also auch das Flammenschwert verloren, aber deine Gruppe hat sich aufgelöst. You don't say. Meisterkern des Windes. Er enthält die astrale Energie von ausgehöhlten Massen, ja. Wo zur Hölle? Ich meine, dass wir überhaupt überlebt haben, grenzt an ein Wunder. Wir können jetzt Schmerz spüren. Ob das so gut ist, I don't know. Ich glaube nicht. Und was haben die beiden, also die Jungfer und er als Herrscher, was haben sie versucht da herzustellen? Ich denke mal, sie haben die Lichtenergie der Renäer und die Finsternisenergie der Danäer versucht, zu einem Renas Alma Meisterkern zu kreuzen. Kann es sein? Und dann ist es halt schrecklich schief gegangen und dabei sind irgendwie alle gestorben. Und damit er, ja, im Prinzip nicht diese schrecklichen Erinnerungen und das Blut, das an seinen Händen klebte, teilen musste, also dass er das nicht in seinem Kopf behält,
Dafür hat ihm Naori diese Eisenmaske gegeben, damit er eben vergessen kann. Das Einzige, was mir dazu einfallen würde. Aber ich frage mich, wo unsere Leute sind. Die müssen doch auch in der Nähe irgendwo sein, oder nicht? Naori. Shionne. Hi. Oh. Damn it. Oh je, das wird nicht einfach. Moospanzerstufe 2. You picked the wrong fight. Here I come. Sword Rain Alpha. Devastation. You're mine. Sword Rain Alpha. Try harder. My turn. Aua. Sword Rain Alpha. I'm not done. Wo ist Lore, wenn man ihn braucht? Dragon Swarm. Dragon Swarm. Die Fähigkeit ist ganz gut. Wasserlaser. Dragon Swarm. You're mine. You're finished. Aua. Dragon Swarm. Ja, die müsste ich so hinkriegen. Dragon Swarm. This one's all mine. You picked the wrong fight. Kleiner Boostbecher hier. Dragon Swarm. Sword Rain Alpha. Dragon Swarm. Dragon Swarm. Dragon Swarm. Dragon Swarm. Dragon Swarm. Oh. It's on. Eat dirt. Dragon Swarm. Dragon Swarm. Oh, Vorsicht, da kommt der Wasserlaser wieder. Dragon Swarm. Sword Rain Alpha. Not a chance. Sword Rain Alpha. You're mine. It's over. Gleich haben wir ihn. Dragon So Swarm. ungewohnt, ohne unsere Feuerkräfte zu kämpfen und auch ohne unsere Kameraden. Okay. Geschafft. Harter Tobak ganz alleine. Tja, so fühlen sich Schmerzen an, mein Freund. Wenn man es nicht gewohnt ist, hat man Probleme. Alphen? Rinwell. Dohalim. Rinwell. What happened just now? Normally you'd be able to take that thing with your eyes closed. Thank goodness you're alive. Are you all right? Yeah. I'm just glad we found you in one piece. You were the only one still missing. There's a village back the way we came from, Thistleim. Kisara and La are already there. Rinwell. Where are we? Ganith Heros, Volron's realm. Remember? Ushered by the waves straight to the enemy stronghold. A rare stroke of luck, it would seem. Luck? If Volron's here, that means Shionne's close too, right? Shionne? Oh. Right. Of course. Are you sure you're feeling okay? You seem a little off. He's probably just exhausted.
Let's save the catching up for when we're back at the village. Rinwell ist der Gruppe beigetreten. Dohalim ist der Gruppe beigetreten. Was haben wir jetzt neu? Rinwell. Rächer in Rente. Das bringt ihr auf jeden Fall nochmal ein AL, wie es aussieht. Rinwells Geh nach Rache endet, als sie sich dazu durchringt, das Leben ihrer Erzfeinde zu schonen. Alles dank Law, der sein Leben riskiert. Resistenz plus 30, wenn wir das abschließen. Heilige Lanze. Erhöhter Schaden bei Niederstreckung. Erweiterte Ausweichentfernung. Reduzierte Art Wirkungszeit während einer Combo. 2000. Das ist ja auch heftig. Schnellere AL-Wiederherstellung brauchen wir auch. Gesichtete Eulen 80% haben wir immer noch nicht. Zubereitete Mahlzeit, Eiscreme. Ach, gut zu wissen. Wir geben mir erstmal die schnellere AL-Wiederherstellung. Das können wir bei ihm machen. Schatzjäger. Genesung. Damit das abgeschlossen ist, bringt 10 Resistenz dazu und erhöhte Boostanzeige bei Gegnerniederstreckung machen wir auch. So, Alphen. AL-Wiederherstellung bei kritischen Treffer. Kostet recht viel. Ja, ist aber, glaube ich, so das, was ich jetzt machen würde. K.O.-Schutz. Aber K.O.-Schutz haben wir doch schon, oder nicht? Wir haben noch keinen K.O.-Schutz. Ich mache erstmal das. AL-Wiederherstellung bei kritischen Treffern. Okay. Dohalim, dunkler Zauberer. Eine lange Reise bietet reichlich Zeit, um die eigenen Astralfertigkeiten zu vervollkommnen. Bald wird Dohalim schweben oder auf Wasser laufen. 40 Elementarangriff plus, wenn wir das abschließen. Ich habe mich übrigens vorhin geirrt. Die Renäer haben Finsternis und die Danäer haben Licht. So müsste es eigentlich sein. Denn sonst könnte Dohalim ja keine Finsternisangriffe starten. Okay, Alphen kriegt sicher auch gleich noch ein Emblem, ne, doch nicht. Wir werden sie finden. Es ist so ungewohnt, ihn ohne Maske zu sehen. Ganeth Harrows. Das Reich von Volrun. Astralkristall. Auf jeden Fall ist der Typ krass, dieser Volrun. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Makrele. So, die können wir jetzt aber zu dritt bekämpfen. Das wird einfacher. Barriere dazu gelernt. Shine, radiant light, regeneration, regenerate. Don't suffer in silence. Prepare to be sealed. In a bind. More where that came from. Alpha! Light astral raging cascade. I'm not done! Catapult! Sword Lane Alpha! Take this! I'm ready! You're finished! Light burst forth! Radiant Genesis. Not a chance! Wind Tempest and ghost Dragon Swarm! Ich frage mich, was er jetzt für Boost-Angriffe hat mit den anderen zusammen. Wenn er denn jetzt sein Flammenschwert nicht mehr hat. I owe you one. Sword Rain Alpha! I'm not done! It's on! Sword Rain Alpha! Eat dirt! I'm ready! In an instant! Okay, der Kreuzangriff und so, oder der Kreuzschlag funktioniert natürlich trotzdem noch. Aber dieser Glutangriff natürlich nicht. Logischerweise. Was haben wir? Tomaten. Da! Hallo! Speaking of Thistleum, it's populated by Danans, but they're not under the rule of any lord. Pretty refreshing, huh?
The whole town was built by Danan defectors, escapees from elsewhere. This area's teeming with stray Zoogles, though, so heaven only knows how they managed to set up a community here. The ordeal seems to have left them understandably on edge. Kisara and La are back there right now trying to convince them of our good intentions. Say, Alphen, it looks like you got your face back then. Yeah. And your sense of pain, too, it would seem. Any connection? Really? Oh, but that means... Probably. I wonder if Alphen's going to be okay. For now, I believe we should hold off on speculation and simply keep an eye on him. Right. Worauf haben sie jetzt genau angespielt? Dass das heißt, dass er Shionne nicht mehr anfassen kann? Dass das heißt, dass er das Flammenschwert nicht mehr nutzen kann? Oder... Naja. Kann ich da nicht hochspringen? Hallo, ich sehe dich doch. Ich sehe sie. Wie komme ich an die Eule? Ach, mein Gott. So. Schuhu, Augenklappe rechts. Jetzt können wir die Augenklappe rechts bei Alphen machen. Dann hat er ein Monokel und ein... Ja, ihr wisst schon. You're saying we should check the owl forest? Sollten wir bald, ja. Sollten wir bald wirklich. 26. Do you sense one of your friends, Hoodle? Noch ein. Distelum. Da sind Kisara und Law. Alphen! Boy, am I glad to see you safe. Well, did you manage to convince them we're not in league with any lord? Yeah, eventually. When the ship sank, I thought we were done for. Guess the world just couldn't keep us apart. Yeah, and now we can finally go rescue Shionne. There's something I need to tell you guys first. I got my memory back. Und jetzt? So, what did you remember? Are you able to tell us now? Give the man some space, Law. I remember being up on Lenegus. Go on. I was abducted from Dana. I was told if I ever wanted to return home, I'd have to cooperate. So that's what I did. Next thing I knew, they had made me into the Sovereign. You mean to say you won the crown contest? As a Danan? No. They kept me locked in a strange facility. They experimented on me, like I was nothing more than an animal. There were others, but only I survived. Of course, I wasn't really a king. The reality was that they treated me worse even than the lowest slave. The only reason I survived was because my body was able to withstand the Sovereign's power that they placed inside me. The crest that appeared behind you on Almadria's ship must have undoubtedly been that of the Sovereign. It all makes sense now. Your affinity with the Blazing Sword, and the strange powers you possess, they were all because you were the Sovereign. Okay, but why would the Renans go out of their way to give you all that power?
Just what exactly does being the sovereign entail? They said it was for something called the spirit channeling ceremony. They taught me how to harness my power for when the big day came. As for what the ceremony was actually for, unfortunately, I never found out. So if what you're saying about being on Lenegis is true, then maybe you really did meet Shionne. After all, you said you recognized her from somewhere, right? But Shionne said she'd never seen him before. How do you explain that? I was wrong. It wasn't Shionne I knew from Lenegis. It was Naori. She was a Renin maiden they paired me with during the spirit channeling ceremony. She's the woman I kept seeing in my dreams. A maiden? What? Wait, so this Naori figure just happens to be the double of Shionne? Bit coincidental, isn't it? Naori's family name was Imeris. Imeris? As in Shionne Imeris? So they're distant relatives or something? Wait, or are they sisters? Your guess is as good as mine. All I know is it was Naori. She's the one who put the mask on me. The mask? But why? To keep my soul from devouring itself over the guilt. After what I did on Lenegis. Over the lives I took. Lives? You mean you staged a rebellion? Perhaps it was a part of this spirit channeling ceremony? I don't know. Whatever it was that the spirit channeling ceremony was supposed to achieve, it didn't turn out as planned. I lost consciousness halfway through. By the time I came to, Lenegis was a sea of flames. I opened my eyes to see Naori there, weeping. I shudder to think of how many deaths I caused that day. Certainly more than any of these lords can claim, I'm sure. You really expect us to believe this? First the Sovereign, then Lenegis? You couldn't possibly have done all that. I wonder. In ancient scripture, there is tell of a terrible calamity that befell Lenegis, nearly destroying it. The restoration took years, and required the work of countless laborers. By ancient, you mean... It predates the crown contest, to a time before even the first Renin invasion of Dana. More than 300 years ago. 300? But that'd make Alphen... That's right. I'm pretty much an antique of a human being. Deep down, maybe I already knew. Alphen... Some hero, huh? Cooperating with the same villains who snatched me from my home, committing mass slaughter, only for it to slip my mind. Then, when I finally remember, turns out I'm so old I've got scripture written about me. So much for standing up to injustice. I've probably got more blood on my hands than all the lords combined! Alphen, stop! Honestly, I'm not going to pretend to understand what all this means. But what I do know is that right now, you're just reacting to the shock.
Sara. Listen. What you really need is time. Time to process things and get your head straight. Truth be told, I think that probably goes for all of us. What about Shionne? We can't just... I'm worried about Shionne too, Law. But it's clear that Alphen's in no fit state to fight. This is Volron, remember? Even at full capacity, it's practically a suicide mission. We stay put in the village till we're ready. Okay, everyone? Take some time to think things through, okay? But remember, we're all here for you if you need us. No matter how dark things might seem, you're not alone, Alphen. Thank you. It's fine. All right, everyone. Let's break for now. Puh. Do I even have the right to fight? Do I have the right to go to Shionne's rescue? What do the others think? Das Krasse ist, wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Wenn das vor dem Kampf um die Krone auf Dana war, dann ist Alphen vermutlich der Auslöser dafür, dass die Renäer die Danäer versklaven. Weil sie nach diesen ganzen Vorkommnissen rund um die Geisterbeschwörungszeremonie und die Experimente um den Herrscher, weil sie dadurch Angst vor den Danäern bekommen haben, durch das, was Alphen vielleicht auch unbewusst auf Lenegis angerichtet hat. Und dann ging das auf Dana erst los mit dem Versklaven, mit der Invasion, mit dem Krieg, mit dem Kampf um die Krone auf Dana. Ist das so? Ist es tatsächlich so, dass Alphen der Ursprung davon ist? Dass er der Grund ist? Das wäre ganz schön bitter, muss man sagen. Wir werden noch mehr in diese Geschichte eintauchen. Mit solchen Plot-Twists habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gerechnet, aber das ist schon heftig, ist schon harter Tobak. Die Frage ist, wie wollen wir Volron bekämpfen, wie wollen wir Shionne retten, wenn wir nicht ansatzweise unsere Kraft von früher haben. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Aber naja, wir werden es versuchen müssen. Und ich hoffe, ihr seid dabei und denkt dran, I want you for an adventure.